Die letzte Sendung. Der Sturm tobte draußen und rüttelte an den Fenstern der kleinen Radiostation, in der Markus saß. Seine Finger schwebten über dem Mischpult. Es war seine letzte Schicht bei WXRK, einer vergessenen Spätnachtsendung, die kaum Zuhörer hatte. Ein passender Abschied für einen Job, den er längst zu verabscheuen begonnen hatte. Das Gebäude war alt, die Technik veraltet und die unheimliche Stille zwischen den Songs ließ den Ort mehr wie ein Grab wirken als wie eine Arbeitsstelle. Er seufzte und schaltete das Mikrofon ein. Guten Abend, Nachteulen. Hier ist Markus Weber, live und zum letzten Mal auf Sendung. Ich hoffe, dass irgendjemand da draußen zuhört. Ein Knistern füllte seine Kopfhörer. Dann eine Stimme. Markus. Er erstarrte. Die Leitung war tot. Niemand hätte anrufen können. Sein Blick huschte zum Schaltbrett, alle Anzeigen waren aus. Die Stimme war aus dem Nichts gekommen. Dann sprach sie erneut. Geh nicht. Markus, Puls raste. Wer ist da? Stille. Er riss sich die Kopfhörer ab, sein Herz pochte heftig. Die Station war leer, nur er und das leise Summen der alten Geräte. Draußen heulte der Sturm lauter und die Neonlichter über ihm flackerten. Dann kehrte das Knistern zurück. Er drehte sich zum Mischpult um und sein Blick weitete sich vor Entsetzen. Das Geräusch kam nicht mehr aus den Lautsprechern. Es kam von hinter ihm. Langsam drehte er sich um, der Atem stockte ihm. Der Raum war leer, zumindest sah so aus. Doch etwas war anders. Die Luft war schwer, drückend, als wäre sie voller unsichtbarer Hände, die sich auf seine Haut legten. Ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hinunter, als das Knistern tiefer wurde, sich veränderte. Ein Flüstern, ein tiefes, kehliges Geräusch, das seinen Magen verkrampfen ließ. Er griff nach seinem Handy, seine Finger zitterten über dem Bildschirm. Doch das Display blieb schwarz. Tot. Der Strom flackerte erneut, die Lampen blinkten unregelmäßig. Sein Spiegelbild in der Glaswand der Station verzerrte sich, verwandelte sich in eine groteske Fratze von sich selbst mit einem irren, grinsenden Gesichtsausdruck. Dann erklang die Stimme wieder. Lauter. Bleib. Die Tür der Kabine schlug zu. Die Schlösser rasteten ein. Das Mikrofon, immer noch aktiv, übertrug das rasende Kloppen seines Herzens. Er hämmerte gegen die Tür, doch sie bewegte sich keinen Millimeter. Die Radiowiedergabe knackte erneut, doch diesmal war etwas anderes darunter, eine verzerrte Aufnahme seiner eigenen Stimme. Seine Show von früh am Abend lief in einer Endlosschleife. Aber nun war da noch etwas anderes. Atmen. Schweres, angestrengtes Atmen, das nicht von ihm stammte. Markus drehte sich zum Mischpult, seine Hände zitterten, während er versuchte, die Sendung zu beenden. Die Knöpfe reagierten nicht. Der Lautstärkeregler bewegte sich von selbst, das Flüstern wurde lauter, überlagerte alles, den Sturm, seine eigenen verzweifelten Gedanken. Dann veränderte sich die Luft. Etwas war hier. Ein kaltes Kribbeln breitete sich auf seiner Haut aus, wie unsichtbare Finger, die seinen Nacken streiften. Er riss den Kopf herum, doch da war nichts, nur das dämmerige Leuchten der Geräte und das Flackern des Notlichts über der Tür. Und dann Schritte, leise zuerst, kaum hörbar unter dem Sturm. Doch sie wurden lauter, näher, hallten durch die Wände der kleinen Station, als ob etwas hinter der Glaswand der Kabine auf und ab ging. Markus' Atem ging stoßweise. Er presste die Augen zusammen, betete, dass er aus diesem Albtraum erwachen würde. Ein Flüstern direkt an seinem Ohr. Du kannst nicht gehen. Seine Augen rissen sich auf. Die Glaswand zwischen dem Aufnahmeraum und dem Flur war beschlagen, als hätte etwas von der anderen Seite dagegen geatmet. Langsam begann sich ein Handabdruck in der Kondensation abzuzeichnen. Nicht seiner, größer, die Finger zu lang, zu dünn. Dann knarrte die Tür. Die Notlichter flackerten wild, während Markus zurückwich, sich gegen das Mischpult presste. Er konnte es jetzt hören, dieses tiefe, hauchende Atmen, das direkt vor ihm war. Der Schatten in der beschlagenen Scheibe verzog sich, streckte sich, eine unmöglich große Gestalt trat durch die geöffnete Tür in die Kabine. Die Radiogeräte knackten erneut. Das Mikrofon, immer noch auf Sendung, übertrug etwas eine verzerrte Stimme, wie ein zerstörter Tonträger. Jetzt bist du einer von uns. Die Lichter zuckten ein letztes Mal auf, ein blendendes Weiß, dann wurde die gesamte Station in Dunkelheit getaucht. Am nächsten Morgen war WXRK verstummt. Keine letzte Sendung. Kein Markus Weber.
nur das leere Rauschen und, wenn man genau hinhörte, ein leises Flüstern inmitten der Störgeräusche.